So, hallo Leute, hallo hier bei Ego-Stile Let's Play und ihr seht heute ein völlig anderes Spiel. Wie kommt es denn dazu? Ja, kurze Story dazu. Path of Exile nennt sich das Ganze. Path of Exile ist ein Hack and Slay, ist etwas, ja, jetzt wisst ihr wahrscheinlich, worum es geht. Es ist ein Diablo-Klon im Grunde. Der Witz an der Sache ist, oder das Gute an der Sache ist, Path of Exile ist ein Free2Play Spiel. Der Nachteil daran ist, natürlich wisst ihr es gibt dann wahrscheinlich In-Game-Shops. Und die Möglichkeit eines Pay-to-Win besteht natürlich immer, oder die Gefahr liegt immer in der Luft, aber hier ist es wahrscheinlich nicht so. Augenscheinlich nicht so, wir wissen es nicht. Wir werden es jetzt mal ausprobieren. Path of Exile, Free-to-Play, die Open Beta ist gestartet, die Open Beta. Das heißt, ihr könnt das Spiel runterladen und loslegen und es kostet wirklich keinen Cent. Und das ist natürlich dann interessante Alternative zu Torchlight 2, was 20 Euro kosten würde. Oder zu Diablo 3, was immer noch rund 50 Euro kosten würde. Also das hier ist hier die kostenlose Alternative. Es gäbe noch Realms of Ancient War, aber das ist, glaube ich, ein interessantes Schrottspiel. Egal, wir spielen jedenfalls das hier mal. Wir haben ja schon einen Avatar, jetzt fällt mir nicht mal ein, wie man sowas nennt. Also unser Typ hier, der mit dem wir rumlaufen, heißt Ego Schlüter. Ja, passenderweise, wie wir. Level 1 Templar und wir haben, ja, wir spielen jetzt mal einfach los. Optionen kann man noch gehen. Ja, das passt doch alles. Anti-Aliasing Quality, ja, ist jetzt mal egal. Ich habe es mal so gelassen, wie es war, weil so funktioniert es auf jeden Fall. Wir spielen mal los. Contacting Server. Und am Twilight... ist irgendwie hier gelaggt. Da sind wir wieder. Und wir können hier Tränke trinken. Blub blub. Ein Dying Exile. We're all that made it. They dumped 24 of us exiles off that ship. Guess that makes us the lucky ones. Luckier than... Bla bla. Bla bla, er wird zum Zombie oder wird zum Zombie gefressen und wir erschlagen die. Wenn man Alt drückt, sieht man die Gegenstände am Boden. Heben wir mal auf und wir ziehen gleich weiter. Hier müssen irgendwo noch mehr Gegner rumlaufen. So, wir können auch ranzoomen und wegzoomen. Interessantes Feature. Das gab es ja irgendwie in Diablo, glaube ich nicht. Oder wie war das? Doch, mit Plus- und Minus-Taste geht's, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. So, da gibt es hier diese anderen Kreaturen, Spitter. Das sieht doch ganz hübsch aus für ein Free-to-Play-Spiel, muss man mal dazu sagen. Ne? Es ist Free-to-Play hat immer den Ruf, dass es wirklich Spiele sind, die nicht so besonders toll optisch sind und die einfach billige Klickspiele sind. So, wir haben schon mal vorher etwas gespielt und sind deshalb schon aufgestiegen. Templar Level 2. Das heißt, wir haben hier Upgrade-Punkte. Aber wir erschlagen noch ein paar Gegner. Diese Drowned. Aber der Zombies. Also Drowned, das heißt, die sind wohl ertrunken hier irgendwo. Sind aber jetzt Untote. Ja, Path of Exile. Und müssen wir einen Trank trinken. Und dann gehen wir mal aufs Inventar. Und dann schauen wir mal. Nein. Die Fähigkeiten. Ein passiver Skillpunkt. Oh, das ist hier das Skilling-System. Also das ist, sag's mal so, leicht komplex. Etwas komplexer als in Diablo 3. Also ein bisschen. Das ist viel komplexer als in Diablo 3. Aber egal, wir haben ja einen Punkt übrig. Und wo hauen wir denn rein? In Mana-Regeneration oder in Melee-Damage. Aha. Und ich... Ja gut, Melee... Mana-Regeneration. Ich brauche ja beides nicht. Achso, hier Glacial Hammer. Ah cool, also wir hauen uns doch mal in Mana-Regeneration, oder? Oder nee, oder? Plus 10 Strength? Geht nicht. Es gehen halt nur die beiden Sachen. Wir machen mal Melee Damage. Da ich so ein... jemand bin, der immer draufhaut. Aha, Glacial Hammer ist das hier. Der kann die Gegner einfrieren. Oh, wir hätten doch Mana-Regeneration machen sollen, ne? Könnten wir den Glacial Hammer öfter verwenden. So, Mana. Und diese Drowns hier töten. Da kommt ein ganzer Schwung von denen. Noch ein Trank. Das mit den Tränken funktioniert auch anders. Wir können ja Schlücke aus diesen Behältnissen für die Tränke nehmen und die füllt sich mit der Zeit wieder auf. So läuft das hier ab. Also du hast nicht 20 Tränke und wenn die weg sind, sind die weg, sondern du hast hier diese
Gläser, die sich wieder auffüllen mit der Zeit. Und ich wollte ja was anderes machen, und zwar ins Inventar und mal gucken. Glass Shank 3 bis 11, 5 bis 8. Aha. 3 bis 11, 3 bis 11, 3. Wir nehmen den mal. Aha. Unidentified. Was kann der? 5 bis 8. 5 bis 8. Aha. 3 bis 11. Wir können diese Itemzahl hier reinstecken, ne? Das ist auch nicht schlecht. Dadurch kann man die Gegenstände aufwerten. Okay, und der macht schon gut Damage, sehe ich gerade. War keine schlechte Idee. Liegt hier noch irgendwas am Boden? Ich vergesse das nämlich immer. Aha, den noch erstochen. Den noch. Ja, also das Hack-and-Slay-Spiel ist am Anfang ja immer recht leicht, aber wie weiter man kommt, umso härter wird's. Fässer, Fässer, Fässer. Ah, hier liegt noch Zeug. Ein Schild, jawohl, ja. Und ein Club. Ah, man kann es auch in der Gruppe spielen. Hier fragt nämlich nur einer, ob jemand ihm beitritt in der Gruppe. Also, wer Bock hat, mit mir das zu Let's Playen, soll sich bitte melden. Klingt nämlich interessant, das kostet ja auch nichts. Problem ist halt nur die Server. Die waren neulich so instabil, beziehungsweise kaum war ich drin, bin ich gleich wieder rausgeflogen und kam auch nicht mehr rein. Da hieß es, 5000 Leute sind vor dir in der Warteschlange. Und ich habe gedacht, ja, prima. So ein Quark. Wir machen noch ein paar Sandsplitter kaputt. Hier am Strand und dann geht's hier weiter. Noch mehr von denen. Und der ist auch hinef. Und ich habe schon vergessen zu gucken, ob hier irgendwas rumliegt. Nein, aber hier sind wieder drowned. Noch mehr Gegner. So. Zack, 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 zack. So. Wir nähern uns, glaube ich, schon wieder dem nächsten Level ab. Und wir gucken nochmal ins Inventar. Da. 6 bis 8. Aha. Das würde die Rüstung verbessern, dieses eine Item, aber wir haben keine Rüstung. Wir erstechen noch ein paar dieser Zombies. Und gucken mal, wir haben sicherlich welche vergessen. Dachte ich zumindest. Ja, das sind welche. So, Free2Play ist ja momentan noch die große Welle, also Path of Exile ist jetzt das erste 2013, das sich jetzt direkt schon in der Open Beta befindet, also das könnte man, wenn ihr mich fragt, glaube ich schon ein sehr interessantes Free-to-Play Spiel werden. Ich bin ja eigentlich ein Gegner von Free-to-Play, das ist ein Gegner, ich habe gedacht, das ist halt meistens wirklich Schrott. Ich habe auch die Bear Alliances gespielt, ich will nicht sagen, dass es Schrott ist, aber es ist halt ein Browser-Spiel, merkt man an allen Ecken. Und ja, es ist mittlerweile die Langeweile eingekehrt in dem Spiel. Dann, das hier sieht wirklich sehr gut aus für ein Free-to-Play, könnte der Knaller werden 2013 in Sachen Free-to-Play, aber es kommt ja noch mehr. Zum Beispiel habe ich Firefall angespielt, also das ist ein Free-to-Play-Shooter, First Person, Third Person, gibt's beides, kann man beides aktivieren, mit PvE, mit PvP. Ich habe bis jetzt nur PvE gespielt, aber das sieht interessant aus. Und dankenswerterweise habe ich von einem Freund im United Forum von Little gleich einen Key bekommen, dass ich auch weiterhin in der Closed Beta mitmachen darf. Zwar wir haben Beta-Wochenende, jetzt letztes Wochenende, da war ich mal kurz spielen, Firefall, hat mir gefallen und Little meinte, er hat 2 Keys übrig. Und habe ich mal gefragt, hey, ich hätte gern weiter Zugang zur Beta. Und Little ist echt super, hat mir direkt den Key geschenkt. Oh, Kill Hillock.
Das ist scheinbar ein Boss. Aber der ist nicht wirklich gut. Wir trinken mal schnell einen Heiltrank. Und der schlägt im Munde auf uns ein. Zack, zack, zack. Und Firefall, ja, muss ich wirklich sagen. So, den Boss haben wir. Hat hier einige Sachen gedroppt. Enter Town for your reward. Okay. Mal schauen ins Inventar. Spirit Shield. Aha. Aha, cool. Ja, Firefall ist wirklich auch sehr interessant, also da würde ich auch gerne weiter, da könnte ich auch gerne was von zeigen. Ne? Und 2013 ist ja meiner Meinung nach das Jahr der Free-to-Plays. Ne? Also Wahnsinn. Die Publisher setzen mittlerweile alle auf Free-to-Play. Sollen die Stadt erkunden, in die Stadt gehen? Okay. Tun wir das. Ja. Free-to-Play ist wirklich allens Ortens und also Firefall im Auge behalten, will ich im Auge behalten, sieht gut aus, könnte ein cooles Spiel werden, ein gutes Free-to-Play. Dann das hier, Path of Exile in Sachen Hack and Slay, anderes Jahr ein Shooter. Und dann kommt ja Warface. Oh, das ist ein Gegner. Nein, das ist kein Gegner. Das ist ein anderer, der hier spielt. Warface von Crytek mit der Cry Engine 3 könnte auch ein super Free-to-Play werden, wieder ein Shooter. Mit Koop. Möglichkeit. Und dann kommt natürlich auch noch Command & Conquer Free-to-Play. Also Generalist 2 wurde ja von BioWare entwickelt, hieß es. Das ist nicht mehr der Fall. Ist jetzt wieder ganz allein EA Victory Games dafür zuständig. Wir haben einen Waypoint hier. Strand und die Stadt. Und ja, EA Victory Games macht also Generalist 2 respektive also Command & Conquer Free-to-Play, so heißt die Plattform. Danach ist Generalist 1 ist halt, Generalist 2 ist halt der erste Content für Command & Conquer Free-to-Play und andere sollen folgen, wenn es erfolgreich läuft. Könnte toll werden, Frostbite 2 Engine in einem Free-to-Play Spiel. Interessant, interessant. Also ich bin als Command & Conquer Fan auf jeden Fall mal gespannt, obwohl ich Generalist nicht so toll fand, aber es könnte trotzdem gut werden. Auch wenn man natürlich Angst haben muss vor Pay-to-Win. Und dann geht's munter weiter in Sachen Free-to-Play in dem Jahr. Also Silent Hunter Online kommt noch. Und das ist halt Ubisoft. Also Ubisoft hat ja wirklich auch jede Marke, die sie so haben. Ghost Recon Online, Silent Hunter Online. Und es kommt noch Might and Magic Heroes Online. Also Heroes Might and Magic quasi als Online-Variante. Könnte auch ziemlich gut werden. Bin schon registriert in der Beta, weil ich bin halt Heroes Might and Magic Fan. Und dann kommt noch Dingensbummens, Might and Magic Raiders, mir auch schon mal angemeldet, das ist ein Hack and Slay im Might and Magic Universum. Und weitere Hack and Slay im Marvel-Universum, Marvel Heroes, was so eine Art Diablo sein soll, mit Marvel-Helden. Kommt auch noch 2013. Und noch mehr Free-to-Play. Ja, ich habe es gerade vergessen, was alles noch kommt, aber es kommt viel. Terra wird umgestellt auf Free-to-Play. Star Wars The Old Republic ist schon Free-to-Play. Kein MMO kann sich eigentlich erlauben, nicht Free-to-Play zu sein, außer WoW. Und vielleicht die Elder Scrolls Online, bin ich auch mal gespannt. Und ja, das mal dazu. Free-to-Play Wahnsinn, wenn ihr mich fragt. Also ich glaube, ich brauche ja gar kein Spiel kaufen, weil es kommen so viele interessante Free-to-Play Sachen. Wie gesagt, das hier, Firefall und eben Might and Magic von Ubisoft. Also Heroes Might and Magic Heroes Online und Raiders, Might and Magic Raiders mal im Auge behalten und ansonsten eben das Command & Conquer Free-to-Play. Und dann sind wir schon bei mindestens 5 Spielen, die mich potenziell interessieren würden in Sachen Free-to-Play. Das ist eigentlich Irrsinn. Aber gut. Jetzt mal weg von dem Thema und kurz mal in der Stadt. Sind wir hier zu dem hier. Fine work with Hillock. Where'd you learn to fight like that? No, don't tell me. We exiles have no history. Dominus took it from us the moment his black guards dumped us in the water out there. It's just live or die now. Here, have one of these, and no need to thank me. I'm thinking of myself and the others here. The longer we... Aha, wir kriegen diese Dinger hier. Die Orbs. A tyrannical Templar.
to be tested and tempered in the straits of Rayclast. That's the first line of the poem I'm writing about you, Exile. Easy, mate. You could damn a bloke with a look like that. The name's Bestel, captain of the good ship Merry Gull. Alas, my Merry Gull is gone. My crew is gone. But my wits... Ah, der erzählt nur. Welcome to our home away from home, for what it's worth. I'm Nessa, that putrid giant you just laid to rest. That was Hillock. You're lucky. He's eaten stronger exiles than you. Don't count on that luck lasting. It's in short supply here in Rayclast. Still, you've rid us of a curse, and we owe you our thanks. Lionel's watch isn't much, but it's ours. We could use you here, while you live. But should you wish to venture out, do just one thing for me. Out on the coast, amongst the wreck, there must be a ship's medicine chest. I have many to care for, and there's only so much I can do with herbs and seawater. Ah, wir sollen ein Medizinpack, ein Medipack finden im Grunde. Hier ist das Quest, da ist dann auch gleich die Karte, und das ist irgendwo... Aha. See you can find one. Ein Medizin-Chest, ja, Nur ist die Frage, wo sollen wir das suchen? Wahrscheinlich hier draußen. Ah ja, da geht's raus. Und das sind hier... My nightmares, they were prophecy. So. Hier laufen sogenannte Husks vor. My prayers are thus answered. Dune Scavenger. Und wir haben ein Level abbekommen. Oh, und Gavel Eaters. Und noch mehr Wizard Husks. Wizard Husks. Okay, hier ist der Strand zu Ende. Hat denn keiner was gedroppt von euch? Aber da unten ist noch mehr davon. Noch mehr. Der hat ein Schwert gedroppt. Rusted Sword. Ja, so toll ist das nicht. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwie... Achso, wir haben nur den hier. Naja, gut. Das ist alles andere. Hier im Open the Microtransaction Stash. Es kann also... Spiel über Mikrotransaktionen natürlich finanziert. Das ist ein Free2Play, da ist sowas normal. Aber die werfen mit Stein. So, töten, töten. Ich bin jetzt aber ziemlich umzingelt hier, was ist los? Ja, den noch. Ein Ring. I am no beast of burden. Wir sind voll beladen. Was kann die Rüstung? 14? Oh. Noch mehr. Gegen näher.
Aha. I am no beast of burden. Wow. Der schmeißt hier mit Feuersalben um sich. Und wir gehen eben auch zurück in die Stadt, denn ich glaube, das reicht jetzt am Videomaterial zu Path of Exile. Zumindest vorerst. Wir zeigen euch mehr davon demnächst, wenn ihr wünscht, oder auch generell, weil es macht mir eigentlich doch relativ Spaß. Aber wir wollen ja unser Projekt Torchlight 2 nicht gefährden, da müssen wir auch noch was hochladen, da kommt ja wieder demnächst was, keine Angst. Und Command Conquer 4 natürlich und Super Mario Land 2 und überhaupt. Natürlich auch mal wieder Shooter, aber Shooter, ja, dazu mehr gleich. Jetzt erstmal Schluss mit dieser Aufnahme. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr mögt meine Videos, liked und gebt Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr Path of Exile sehen wollt, holt euch die Beta oder, ja, noch besser, schaut bei meinem Kanal weiterhin zu. Bis dahin, euch, Let's Play. Ciao.